Wenn du darüber nachdenkst, einen Film oder ein Video für dein Unternehmen produzieren zu lassen, fragst du dich vielleicht, soll ich eine professionelle Filmproduktion oder einen Freelancer beauftragen? In diesem Video möchte ich meinen Blick auf das Thema mit dir teilen. Denn so viel vorab, es gibt für beides gute Argumente und nicht in jedem Fall ist die Videoagentur die bessere Wahl als der freiberufliche Filmemacher und umgekehrt. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Gründer der Videoagentur MindMapped. Dieses Video soll aber keine Werbung für unsere Dienstleistungen sein, vielmehr haben wir immer mal wieder mit der Frage zu tun, warum man überhaupt eine Videoagentur beauftragen sollte, wenn Freelancer doch häufig günstiger sind. Die richtige Entscheidung zu treffen ist dabei gar nicht so leicht. Schließlich gibt es Argumente für beide Seiten. Hier also meine Gedanken dazu. Eine Videoagentur ist ein Unternehmen, das auf die inhaltliche Beratung und Produktion von Filmen und Videos für Unternehmen spezialisiert ist. Wenn du ein Marketingvideo produzieren lassen möchtest, kannst du von dieser Spezialisierung und Expertise profitieren. Eine professionelle Filmproduktion ist flexibler aufgestellt und kann zum Beispiel Ausfälle oder spontane Planänderungen besser auffangen als ein Freelancer. Schließlich besteht sie ja nicht nur aus einer Person. Sie kann auch auf einen größeren Erfahrungsschatz unterschiedlicher Produktionen zurückgreifen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du hier Beispiele findest, die deiner geplanten Produktion ähnlich sind. Da die professionelle Filmproduktion ein arbeitsteiliger Prozess ist, in dem unterschiedliche Experten und Spezialisten zum Einsatz kommen, nimmt eine erfahrene Agentur dir viel Arbeit ab. Schließlich ist es ein nicht zu unterschätzender Aufwand, wenn du freie MitarbeiterInnen in unterschiedlichen Segmenten wie Kamera, Schnitt, Maske usw. suchen und koordinieren musst. Die meisten Videoagenturen bieten außerdem ein weitaus größeres Leistungsspektrum an und sind nicht auf einzelne Arten von Produktionen beschränkt. So kannst du zum Beispiel auf Unterstützung bei der Konzeption und Vermarktung zählen. Insbesondere bei größeren Projekten, die über eine längere Laufzeit angelegt sind, unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen sollen oder eben unterschiedliche Expertise und viel Manpower erfordern, ist eine Videoagentur klar im Vorteil gegenüber einem Freelancer, da du hier alle Leistungen aus einer Hand erhältst. Machen wir uns nichts vor. Videoagenturen sind tendenziell teurer als Freelancer. Das hat zwar seine Gründe, denn Videoagenturen haben eine andere Kostenstruktur. Sie müssen zum Beispiel Mieten, Versicherungen, Techniken und Gehälter bezahlen, aber runtergebrochen auf einen einzelnen Tagessatz wird dieser in aller Regel höher liegen als bei einem vergleichbaren Freelancer. Ein weiterer Aspekt ist, dass du bei einer Agentur meistens Kontakt zu einem Projektmanager oder Producer hast und nicht zu dem ausführenden Kreativen. Außerdem hat eine Videoagentur meistens strengere Regeln für die Zusammenarbeit und es ist hier schwieriger, Dinge, die nicht im Vorfeld vereinbart waren, mal eben mitzumachen, ohne dass dafür zusätzliche Kosten auf dich zukommen können. Der freiberufliche Filmemacher oder die Video-Freelancerin können ihre Leistung für einen niedrigeren Tagessatz anbieten als eine Agentur. Schließlich fallen für sie die beschriebenen Kosten ganz oder teilweise weg und sie bieten ihre reine Arbeitszeit an. Im Gegensatz zur Agentur weißt du bei einem Freelancer auch genau, wer die Arbeit macht und hast einen direkten Draht zur ausführenden Person. Ein freier Mitarbeiter ist bei einer längeren Zusammenarbeit so etwas wie ein Kollege in deinem Team. Natürlich kannst du auch ein kollegiales Verhältnis zu einem Mitarbeiter in einer Agentur haben, aber bei einem freien Filmemacher ist das sozusagen ein Teil des Pakets. Hinzu kommt, Freelancer sind häufig die Experten und Spezialisten, die eine Agentur auch beauftragen würde. Es kann sein, dass ein bestimmter Freelancer eine bestimmte Aufgabe sogar besser erfüllen kann als ein Angestellter einer Agentur. Genau diese Spezialisierung ist aber oft genug auch der Nachteil des Freelancers. Denn auch freie Mitarbeitende sind am Ende des Tages nur Menschen und können nicht alles. Auch ihr Tag hat nur 24 Stunden und wenn sie für unterschiedliche Kunden arbeiten, müssen sie gelegentlich priorisieren und können nicht alles auf einmal erledigen. Außerdem können sie krank werden oder fahren in Urlaub. Kurzfristige Anfragen im falschen Moment können dann unter Umständen gar nicht beantwortet werden oder dein Freelancer ist zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht verfügbar. Insgesamt bietet dir ein Freelancer weniger Sicherheit, Planbarkeit und Verbindlichkeit als eine Agentur. Ein Aspekt, den viele nicht auf dem Schirm haben, ist übrigens die Künstlersozialkasse. Wenn du Freelancer für kreative Tätigkeiten beauftragst, wie zum Beispiel für die Produktion von Filmen, und das ganz unabhängig davon, ob sie selber Mitglied der Künstlersozialkasse sind oder nicht, sind die Honorare, die du an sie zahlst, abgabepflichtig an die KSK. Diese Kosten entfallen, wenn du eine Agentur beauftragst, die zum Beispiel als GmbH organisiert ist und du musst dich nicht um die Meldung kümmern. Wie
kannst du also vorgehen, wenn du dich entscheiden möchtest, ob du eine Agentur oder einen freien Mitarbeitenden beauftragen sollst? Meiner Ansicht nach ist das wichtigste Kriterium die Art des Projektes, das du planst umzusetzen. Wenn das Projekt sehr klein ist oder sehr klar umrissene Teilaufgaben zu vergeben sind, kann ein Freelancer, oft die richtige, in jedem Fall aber die günstigere Variante sein. Dabei solltest du dir deine Prioritäten klar machen. Was ist dir am wichtigsten? Ein niedriger Preis? Eine hohe Qualität? Eine schnelle Umsetzung? Flexibilität vielleicht? Oder auch die Erreichbarkeit in Zukunft für mögliche Änderungen oder Anpassungen? Wenn du für den Schnitt zeitlich flexibel bist, kann dir ein Freelancer oft gut helfen. Wenn du eine enge Deadline hast und mit dem Freelancer eine günstigere Wahl triffst, muss dir klar sein, dass du damit auch ein gewisses Risiko eingehst, dass du deine Deadline nicht einhalten wirst. Wenn dein Budget nur für einen Freelancer reicht, du aber eine feste Deadline im Kopf hast, solltest du vor Beauftragung das Thema klar ansprechen. Was passiert, wenn der Freelancer erkrankt? Was passiert, wenn sich dein Projekt verschiebt? Welche längeren Buchungszeiten hat der freie Mitarbeiter schon im Kalender stehen? So kannst du dich ein wenig absichern und bekommst ein besseres Gefühl für das Risiko, das du eingehst. Wenn du zu keinen Kompromissen bereit bist, was Flexibilität und Termintreue angeht, solltest du eher auf eine erfahrene Videoagentur setzen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, gibt es nicht die eine Antwort auf die Frage Freelancer oder Videoagentur. Und die richtige Entscheidung zu treffen ist unter Umständen gar nicht leicht, wenn man versuchen will, in einem beschränkten Budget ein überzeugendes Video produzieren zu lassen. Am Ende wird es auch etwas mit deinem Bauchgefühl zu tun haben, ob du dich bei einer bestimmten Agentur oder einem bestimmten Freelancer wohlfühlst und den betreffenden Personen vertrauen kannst. Denn egal wie wenig du ausgibst, wenn du das Ergebnis nicht nutzen kannst oder willst, ist jeder Euro rausgeworfenes Geld. Vielleicht sind deine Anforderungen aber auch so speziell, dass du gar nicht die Wahl hast, weil es einfach nur sehr wenige Spezialisten gibt, die deine Wünsche erfüllen können. Auf jeden Fall solltest du auf passende Referenzen achten, die dich überzeugen und dem nahe kommen, was du suchst. Wenn dein nächstes Projekt, über das du nachdenkst, ein Imagefilm für dein Unternehmen sein soll, hast du sicherlich noch einige andere Fragen. Die größte Frage ist dabei wahrscheinlich, wie soll mein Imagefilm eigentlich aussehen? In unserem nächsten Video zeige ich dir Beispiele und Ideen für Imagefilme und gebe dir Tipps, wie du mit der Produktion eines Imagefilms direkt loslegen kannst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Mindmap. Mit Videos mehr erreichen.